Ach, super. Livestream. Funktioniert. Oh, jetzt kann ich meine Maiskolben abernten. Kann ich die Pizza noch backen? Sehr gut. Wird die noch fertig? Oh, ist das die Judith? Ach, wie schön, die ist in Timmendorfer Strand. Oh. Ah, nee, das ist Österreich. Was ist das für ein Typ? Johannes. Schickes Fell. Oh, yummy, yummy. Heuschrecken mit Honig. Super. Was schreibt er? Es kommt einer, der ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, dass ich ihm seine Schuhe trage. #Jesus. Jesus. Jesus, 30 Jahre alt, aus Nazareth. 0 Follower. Simon und Andreas folgen Jesus. Jakobus und Johannes folgen Jesus. Nathanael und Judas, Thomas und Matthäus folgen Jesus. Na, nun geht's aber los. Die Berufung der ersten Jünger. Das Galiläische Meer. Der See Genezareth. Eines Morgens ging Jesus hinunter an das Ufer dieses Sees. Er wollte allein sein. Gestern war ein anstrengender Tag. Aber er ist nicht lange allein geblieben. Man hat ihn schnell entdeckt. Ja, das ist er doch. Das ist er doch, dieser Jesus von gestern. Ich habe ihn gesehen in der Synagoge. Hat gepredigt, ja, mit Vollmacht, ganz toll. Dann hat er noch einen bösen Geist ausgetrieben. Ja, und dann ist er noch mit hinunter zu Simon in sein Haus. Ich habe gehört, die Schwiegermutter hat schlimmes Fieber gehabt. Aber jetzt ist sie gesund, hat er geheilt. Und in der Nacht, da ist das ganze Dorf, die ganzen Dörfler sind alle gekommen mit ihren Kranken und Gebrechlichen. Was soll ich sagen? Alle gesund. Ja. So blieb er nicht lange allein. Die Leute kamen. Sie drängten sich um ihn. Sie bedrängten ihn. Er wolle wieder von Gott erzählen. Da waren 2 Boote am Ufer des Sees. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Eines dieser Boote gehörte Simon. Jesus stieg in dieses Boot und bat ihn: Simon, fahre mich ein wenig vom Ufer, ich will sie lehren. Und er lehrte sie. Und dann sprach er zu Simon direkt: Simon, fahre hinaus, da wo es Wasser tief ist, und werfe deine Netze zum Fang aus. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, da fingen sie eine ganze Menge Fische. Und die Netze begannen zu reißen. Oh! Das ist doch... Was sind die Fische denn? Jakobus, Johannes, ihr müsst mal kommen mit eurem Boot. Wir brauchen Verstärkung. Ja, kommt, jetzt zieht raus hier. Kommt, zieht raus. Wahnsinn, so viele Fische. Aber Petrus bekam es mit Angst. Herr, Meister, ich bin nicht würdig, dass du hier mit mir in einem Boot sitzt. Ich habe nicht geglaubt, was du gesagt hast. Ich bin ein Sünder. Doch Jesus sprach: Fürchte dich nicht. Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Sie verließen ihre Netze? Was, alle? Wie, auch die Sozialen?
Ich meine, meine ganzen Freunde. Meine ganzen Freunde sind hier drin. Ich muss auch überhaupt, meine Kontakte sind hier auch drin. Und meine ganzen Bilder, meine 25.000 Selfies. Ich meine, hier das ganze Ding, das ist voll mit mir selbst. Das ist mein Leben. Moment mal. Ich will gar nicht gefischt werden. Ich will gar nicht eingefangen werden und irgendwo an Bord gezerrt werden und ersticken und vor mich hinzappeln und vielleicht gebraten werden sogar. Ich bin doch kein Fisch. Ich bin doch ein Mensch. Aber auch als Mensch will ich nicht eingefangen werden. Na, ich will nichts drüber gestülpt bekommen. Nee, ich will auch nicht irgendwie ich will meine Freiheit behalten, ja, meine Grundrechte. Ja, das will ich alles. Hier, überhaupt, ich will nicht, also, wer hat das alles darf ich mal fragen, wer ist eigentlich der Kapitän? Wer ist denn der Kapitän von Ihrem Kutter, der das alles zu verantworten hat? Das ist Jesus. Ja, Gottes Sohn. Und er kennt mich. Und er liebt mich. Und er will mir Gutes. Und das Fischen ist anders. Vorsichtiger. Wie bei einem Koi-Karpfen. Das sind diese kleinen, dicken, japanischen, unglaublich teuren Fische. Vorsichtig. Mehr herausfischen. Herausangeln. Und dann vielleicht umsetzen in einen anderen Teich. In einen anderen Bach. In einen neuen Bach. In einen neuen Fluss. In einen größeren, schönen neuen Fluss. In ein Meer. In ein großes Meer. Mit tosenden Wogen und tiefen Kühlen und glitzernden Wellen und bunten, großen Korallenriffen. Simon und Andreas, die wussten, wie man Fische fängt. Und nun gehen sie mit Jesus. Er will ihnen beibringen, wie man Menschen gewinnt. Jesus hat einen neuen Plan für sie. Das ist etwas Neues. Und Jesus geht mit und er zeigt ihnen, wie man Menschen fischt. Jesus ist überhaupt ein ziemlich guter Menschenfischer. Also der schmeißt den Leuten eigentlich andauernd irgendwelche Rettungsringe zu. Ja, weil er sie alle kennt und weil er sie alle liebt und weil er niemanden von ihnen verloren gibt. Jesus hat dir eine Freundschaftsanfrage gestellt. Akzeptieren oder löschen? Akzeptieren. Du bist jetzt Freund von Jesus. Oh, und nachfolgen. Du folgst jetzt Jesus. Nachrichten von Jesus als erstes anzeigen. Ja.